Stell dir vor, du bist in Marokko. Erster wirklicher Tag. Die Fähre hast du hinter dir gelassen, dich abends auf einen netten Platz an einem See gestellt und wie überall liegt leider eine Menge Müll rum. Morgens wachst du auf und merkst, verdammt, das Auto steht im Lehm und es hat über Nacht geregnet. Erstens musst du dir eingestehen, dass du nicht mehr in Europa bist und der ADAC hier eher nicht helfen kann. Zweitens merkst du, ja, einen Traktor, der uns hier rausziehen könnte, den gibt es im Umkreis von 100 Kilometern nicht. Und drittens greifst du zu deinen Sandblechen, um dich in stundenlanger Arbeit selbst zu befreien, während du immer weiter Richtung See rutscht. Wir haben es geschafft! Dank 4 sehr netten jungen Männern, die ich noch in einem Auto angehalten habe, damit wir die letzten Meter noch schaffen. Wir haben uns also 2 Stunden alleine mit den Sandblechen rausgekämpft und dann die letzten Meter den Berg hoch noch, ja, mit der marokkanischen Hilfe, und ich bin so froh, dass sie gekommen sind. Danke Gott. Ja, ich sehe jetzt so aus. Ist schön. Füße genauso. Sauber machen ging nicht, weil wo gerade? Also fahren wir jetzt mal zum nächsten Campingplatz und schauen. Ich habe mir zwischendurch noch eine Glasscherbe in die Hand gehauen. Aber holla die Waldfee. 2,5 Stunden später. Also lasst euch gesagt sein, fahrt nicht in lehmige Einfahrten rein, wenn ihr merkt, irgendwie der Abend stürmt schon ordentlich ins Regen angesagt war. Einfach Hirn verbrannt. Das hatte sie gestern auch gesagt. Hatte ich. Man lernt ja draus. Wir sehen uns dann in 3 Tagen in derselben Situation Ich wieder. würde sagen, wir lernen da nicht draus. Nee. Ab zum nächsten Campingplatz. Wir sind heute in der Nähe von Chefchaouen unterwegs und gucken uns einen Wasserfall an und Die Gottesbrücke, so nennt sich das Ganze. Es ist eine ganz imposante Felsformation, die durch so ein Tal geht und drunter ist so ein Fluss. Und es soll richtig hübsch sein und im Sommer wohl auch ein sehr überlaufener Ort. Wir schauen uns das jetzt mal an, gucken, ob man ein paar tolle Fotos machen kann. Die Sonne steht noch so ein bisschen hinter den Bergen. Ich hoffe, die kommt gleich noch raus. Aber wir lassen jetzt erstmal einen Hund aus. Der hat die letzten 2 Tage nämlich nicht so viel Action bekommen. ja, wir hatten genug Action gestern mit unserer Matschaktion. Deswegen haben wir es heute auch ruhig angehen lassen, haben ausgeschlafen, waren gestern noch lecker essen und freuen uns jetzt einfach auf diesen Tag. Es gibt hier übrigens Affen. Ich bin ganz gespannt, welche zu sehen. Dabei ist er doch selber ein Affe. Tatsächlich konnten wir während der Wanderung die Affen zwar hören, aber ein wirklich freier Blick war nicht möglich. Dafür schlossen wir über die insgesamt 6-stündige Wanderung Freundschaft mit 3 Straßenhunden und 2 Eseln. Wart ihr eigentlich schon mal in Marokko unterwegs? Wenn ja, schreibt uns eure Highlights doch gerne mal in die Kommentare. Was wir auf jeden Fall schon festgestellt haben, ist, man wird hier sehr häufig angequatscht für alles Mögliche. In diesem Fall jetzt hier auf unserer Wanderung, die ja durchaus befestigte Wege hat, ob wir jetzt einen Guide brauchen, weil es wird da hinten gefährlich. Und ich habe ihn angeguckt und sehr nett und freundlich gesagt, nein danke, wir machen sowas öfter. Und dann sind wir weitergegangen. Aber ja, also ich verstehe es. Natürlich versuchen die Menschen aus den Touristen Geld zu ziehen und ich würde es nicht anders machen, wäre ich in der Situation. Aber dementsprechend muss man lernen, sich zu wehren, in Anführungsstrichen. Das tun wir jetzt. Und jetzt geht's weiter Richtung Wasserfall und Schlucht. Bevor es allerdings weiterging, legten Monty und ich noch eine kleine Spielpause ein, während Anton die Landschaft fotografierte. Wanderplan Nummer 1 ist schon mal gescheitert, weil die Brücke und die Schlucht und so weiter dahin nicht passierbar ist. Also die Brücke ist wohl kaputt.
oder eingestürzt oder was auch immer. Und die Wege dahin sind halt durch die Januar-Regenfälle sehr ausgespült. Deswegen haben wir jetzt Plan 2 in Angriff genommen, um zu einem bestimmten Wasserfall zu kommen, wo Anton hin möchte. Und da laufen wir jetzt hin und auf dem Weg sind 7 weitere Wasserfälle. Wir haben eine ganz süße Einheimische getroffen, die uns den Weg beschrieben hat, weil es nicht so ganz gut ausgeschildert ist. Und die meinte, hey, schaut auf dem Weg auf jeden Fall auch nach links und rechts. Und das machen wir gerade und Anton fotografiert hier jetzt noch den ersten von 7. Mal gucken, wie viele es wirklich sind. Und dann gehen wir mal weiter. Ja, es ist auf jeden Fall auffällig, dass das Wasser grundlegend sehr dreckig ist bisher. Das mag jetzt aber auch an den großen Regenfällen liegen. Es ist einfach sehr matschig grundlegend. Aber weiterhin gefällt es uns aber sehr gut. Ich meine, es ist jetzt der zweite volle Tag hier, minus den Anreisetag, also Tag 3 sozusagen in Marokko. Und bisher, klar, die Menschen wollen ja ständig was verkaufen, aber wahnsinnig aufdringlich finden wir sie bisher nicht. Hilfsbereit finden wir sie auch sehr. Und grundlegend fühlen wir uns echt sehr wohl in diesem Land. Es regt aber auch sehr zum Nachdenken an, wenn man merkt, dass die Menschen eben nicht so viel Geld haben wie wir, die aus einem reichen Land wie Deutschland kommen. Oder dass es hier wahnsinnig viele Straßenhunde und Straßenkatzen gibt. Und ja, es bringt mich zum Nachdenken, wie privilegiert ich doch bin. Mit diesen Gedanken liefen wir nun weiter rein in die afrikanische Natur. Im Norden Marokkos gibt es deutlich mehr Wasser, als wir erwartet hatten. Und so waren auch die Temperaturen entlang des Flusslaufs sehr erfrischend. Über die gesamte Strecke verteilen sich unzählige Cafés und Kioske, die nur so auf die Touristen warten. Die Stühle können ins Wasser gestellt werden, um sich im Sommer abzukühlen. Ob man das bei dieser Wasserfarbe möchte, muss man aber selbst entscheiden. Wir liefen weiter und weiter und schlussendlich erreichten wir nach gut 3 Stunden unser Ziel. Einen leider doch eher tröpfelnden Wasserfall. Wir haben es zum Wasserfall geschafft. Die anfänglich gedachte Stunde entwickelte sich zu 2 Stunden und als auf dem Weg so ein Schild kam mit noch 30 Minuten zu den Cascades, haben wir noch mindestens eine Stunde gebraucht. Also marokkanische Zeitangaben sind mit Vorsicht zu genießen. Ich bin jetzt auch gut fertig, um ehrlich zu sein, weil die Aktion gestern mit dem Matsch ausgraben einfach wirklich anstrengend war. Und ich glaube, ich habe mir dabei mein linkes Knie wieder ein bisschen angehauen. Ich habe links schon einen aktiven Kreuzbandriss, der mich normalerweise an nichts hindert, aber gestern ist es einmal ordentlich durchgeknackt und dann dauert es meistens 2-3 Tage, um wieder ganz fit zu werden. Und ich merke das heute. Ich bin's nicht. Naja, zusätzlich haben wir außerdem mal wieder nichts zu trinken dabei gehabt, außer für den Hund. Das war natürlich richtig smart. Also habe ich mich zwischendurch auch noch richtig über mich geärgert, aber wir haben es jetzt geschafft. Es ist wirklich, wirklich schön hier. Ihr seht es im Hintergrund. Es fließt halt nicht so viel Wasser den Wasserfall runter aktuell. Aber immerhin gibt es hier einen Kiosk. Wasser haben sie zwar nicht, also kein gefiltertes aus dem Supermarkt, sondern es gibt halt Cola und anderen Süßkram, aber immerhin. Nicht nur hatten wir nichts zu trinken dabei, gefrühstückt hatten wir vor unserer Wanderaktion auch nicht. Das holten wir nun aber in einem Restaurant direkt vor einem der anderen Wasserfälle nach und stärkten uns mit dem Nationalgericht Marokkos. Einer Tagine. Am nächsten Morgen fuhren wir in die erste größere Stadt, die wir in Marokko sehen wollten, Chefchaouen. Es dauerte keine 5 Schritte, bis hier Mohammed uns ansprach und uns geschickt zu seinem Shop lenkte. Anton wusste von Anfang an, dass das schlecht für unser Portemonnaie enden sollte, und was soll ich sagen? Sie selbst. Wir sind heute in Chefchaouen unterwegs und die Stadt ist sehr bekannt, wenn man sich so Videos über Marokko anguckt. Zum einen ist sie sehr blau und zum anderen ist sie voll mit Kiffern. Ja, uns wurde schon richtig häufig angeboten. Ja, da wir nicht rauchen, ist es für uns relativ egal, aber wir laufen jetzt hier mal durch und gucken, was so passiert. Und man wird hier von sehr vielen Händlern angequatscht. Wir haben auch schon einen Teppich gekauft, wahrscheinlich für viel zu viel Geld. Passiert. Kann so nicht arbeiten. Nimm's aus dem Mund, Mann, du sollst doch auch was sagen können. Ach ja, hallo.
Wir stellen schon fest, dass Chefchaouen auf jeden Fall eine der ersten Städte ist, die viele hier mitnehmen, wenn die mit der Fähre rumkommen. Wir haben jetzt schon unsere Amerikaner und auch 2 Deutsche getroffen, die wir gestern schon auf unserer Wanderung getroffen haben. Auf einmal tönt es ähnlich, ich war eben 2 Meter vor Jule und auf einmal quatscht irgendjemand auf perfektem Deutsch Jule an. Und in der Regel ist es ja so, wenn das irgendwie so ein paar Einheimische schon erkennen, du kommst aus Deutschland und dann so, guten Tag und so. Aber es war perfektes Deutsch. Ich dachte so, wer redet so gutes Deutsch mit uns? Ja. Waren es die Deutschen, die wir gestern getroffen haben. Die waren auf jeden Fall sehr süß. Auf jeden Fall haben wir einen Teppich gekauft, den können wir euch nachher zeigen. Ich finde, wir haben ganz gut verhandelt, beziehungsweise Jule eigentlich. Ich wollte den Teppich gar nicht und dementsprechend habe ich ihr das überlassen. Er hat bei 1200 angefangen, wir haben uns auf 550 geeinigt. Immer noch mindestens 300 zu teuer. Immer noch zu teuer, aber egal. Trotzdem ganz okay. Wir haben jetzt einen neuen Teppich. Übrigens reden wir hier selbstverständlich nicht über Euro. Aber das erkläre ich euch gleich noch. Wie schön ist bitte diese Stadt? Wir liefen noch ein paar weitere Treppen hinauf und hinunter und hinter jeder Ecke gab es etwas Neues zu entdecken. Wir sind wieder raus aus der Altstadt, der Medina, und laufen jetzt wieder zum Auto, weil es uns so langsam reicht. Und wir nehmen auf jeden Fall mit, dass wir noch im Handeln uns verbessern können. Aber ich glaube, das geht fast jedem gebürtigen Deutschen so hier, weil wir das einfach nicht gewohnt sind. Wir haben aber im Internet gelesen, wenn man vom ersten Angebot um und bei auf 40% davon kommt, macht man einen allgemein guten Deal. Vielleicht kann das jemand von euch bestätigen oder uns noch was beibringen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns über unseren neuen, völlig überteuerten Teppich, legen den jetzt im Bus aus und beim nächsten Mal werden wir besser. Jetzt geht es erstmal Richtung Rabat, zumindest ist das die grobe Richtung. Mal gucken, was wir auf dem Weg alles so mitnehmen. Ich wollte euch noch erzählen, wie es hier grundlegend in Marokko so ist. Falls ihr noch nie in dem Land wart, in dem Land gilt die Währung Dirham und das Ganze ist ungefähr ein Zehntel von einem Euro. Es ist alles grundlegend deutlich günstiger als in Europa und vor allen Dingen auch als in Deutschland. Wir waren jetzt zum Beispiel heute bei einem Bäcker und haben uns so kleine Teilchen geholt. Davon hat im Schnitt jedes Teilchen 1 Dirham gekostet, also umgerechnet ungefähr 10 Cent. Und eine Cola kriegt man so für 5 Dirham, 5,5, irgendwie so. Das sind also umgerechnet um und bei 55 Cent. Man muss aber auch wirklich darauf achten, dass man nicht veräppelt wird von den Einheimischen. Also grundlegend gibt es einheimischen Preise und Touri-Preise, das merkt man auch. Und man muss die Preise einfach kennen, um sich nicht auf gut Deutsch verarschen zu lassen. Da wir jetzt erst 3 Tage im Land sind, merken wir, das fällt uns tatsächlich noch schwer. Wir versuchen immer schon zu verhandeln, aber wir wissen noch nicht so perfekt, wann ist Verhandeln angebracht, wann eben auch nicht. Wann kann ich im Restaurant auch sagen, ich verhandle, wann vielleicht auch nicht. Und dementsprechend üben wir jetzt wohl die nächsten paar Tage und Wochen da drin, besser zu werden. Wenn wir dann größere Souvenirs kaufen, dann sind wir hoffentlich perfekt in dem und sind richtige Profis im Verhandeln. Und dann werden wir auch nicht mehr über den Tisch gezogen wie jetzt beim Teppich. Das Abenteuer Marokko geht im nächsten Video weiter. Tauche mit uns ein in die Berberstadt Fes, in der sich das Leben um die Lederproduktion dreht. Zuerst mussten wir aber auch noch mal ein paar Arbeitstage einschieben und damit endet auch dieses Video. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne wie immer ein Like und ein Abo da, damit du nichts mehr verpasst.